Burkhard Heim wollte bereits als kleiner Junge zu den Sternen fliegen, so wie viele von euch sicher auch, die dieses Video schauen. Und heute habe ich eine besondere literarische Überraschung für euch, denn Burkhard Heim wurde zumindest als Romanheld ein Sternenreisender. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt. Auf diesem Kanal erkläre ich euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichem Beispiel. In den Seminaren, die ich anbiete, bringe ich euch die Natal-Methode bei. Mit Natal lernt ihr, an die höchsten kosmischen Quellen anzudocken und damit einen Dialog zu führen. Mit diesem Video werde ich wahrscheinlich einen Run auf die Antiquariate auslösen. Und wenn ihr das Video jetzt ganz frisch guckt, wo es rauskommt, werdet ihr das Buch auch noch zu normalen Preisen bei ZVAB oder so bekommen und danach wahrscheinlich nur noch zu Sammlerausgaben oder Sammlerpreisen. Verstaubt in alten Bücherregalen gibt es nämlich einen Jugendroman aus dem Jahr 1958 und allein das Cover wird jetzt das Herz jedes Heim-Fans höher schlagen lassen. Der Titel lautet "Zwischen den Sternen lauert Gefahr" und das Bild auf dem Titel, auf dem Cover ist unverkennbar das Bild mit dem Heim, also das Modell, mit dem Heim sich damals im Stern abgelichtet wurde und in anderen Zeitungen, das ihn zeigt, mit dem Modell seines Fluggerätes, das er ersonnen hatte, das seinen kontrabarischen Antrieb haben sollte, das also die Gravitation aufheben sollte und was die Grundlage werden sollte für zukünftige Raumfahrt. Der Autor ist ein gewisser Jen Robin, ich weiß nicht, ob er Engländer war vielleicht. Erschienen ist das Buch 1958 im Hirondo Verlag. Der Verlag, also das letzte, ich habe meine Lieblings-AI gefragt, der Verlag hat seine letzte Publikation 1967 gemacht, also es gibt ihn offenbar längst nicht mehr. Aber er war spezialisiert auf Jugendbücher und es gibt auch so eine Liste des Verlagsprogrammes, was man damals unter Jugendbüchern verstand, muss man natürlich hinzufügen. Das waren noch ganz andere Themen, das kommen wir gleich noch zu. Spoiler Alert ab hier. Ich werde euch ein paar Passagen aus dem Buch vorlesen. Wenn ihr also es vollkommen unbeleckt lesen wollt, dann guckt das Video erst weiter, wenn ihr es euch also bestellt habt und gelesen habt. Das war übrigens noch vor der Zeit der ISBN-Nummern und Klappentexte oder so. Also steht hier nicht drin. Das Erscheinungsdatum habe ich auch nur sekundär recherchieren können. Der Untertitel des Buches, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann auf die Entfernung, Ein Forscher und 12 Jungen im Weltraum. Und ihr könnt euch fast schon denken, wer der Forscher ist. Zu den 12 Jungen sage ich gleich was. Der Forscher ist aber eigentlich 1:1 Burkhard Heim. Er taucht nur nicht unter seinem Namen auf. Er wird hier, als der Romanheld sozusagen, wird er eingeführt als Dieter Eckart. Aber, wie gesagt, es ist Burkhard Heim. Ich lese euch gleich ein paar Passagen vor. Die 12 Jungen sind Teil einer Schulklasse, die als besonderen Preis gewonnen haben, eine Fahrt einen Sternenflug sozusagen, einen Flug in den Weltraum mit dem Erfinder und also an Bord so eines Schiffes, die also zu dem Zeitpunkt, an dem das Buch spielt, längst im Einsatz sind. Das ist so eine Art Science-Fiction, frühe Science-Fiction, lange vor Star Trek und vielleicht so, ja, auch noch vor Raumpatrouille Orion. Also, die erste Szene ist, also der Physiklehrer steht auf seiner aufmerksamen Klasse, die nichts anderes wollen als richtig lernen und großartige Leistungen vollbringen. Und es ist also eine inspirierende Rede über den Dieter Eckart. Dieser Mann ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ein Mensch, selbst wenn er schwerste körperliche Leiden ertragen muss, dennoch über einen sieghaften Geist verfügen kann, der wie zum Trotze gegen all diese Behinderungen mehr leistet als mancher Gesunde, dessen Augen, Hände und Gehör noch unbeschädigt sind. Schon als Kind hat er sich immer mit Problemen und Versuchen chemischer Art befasst, zunächst natürlich noch auf ganz kindliche Weise. Dann aber wuchs sein Geist immer rascher über seine Jahre hinaus und in einem Alter, in welchem die gleichaltrigen Jungens noch Indianer und andere Spiele trieben, las er bereits Fachbücher über Chemie und stellte in einem heimlich bei einem Freunde eingerichteten, sehr provisorischen Laboratorium Sprengstoffe her. Ja, das ist nicht ganz genau, das Laboratorium war schon in seinem Elternhaus. Die Schule kam allerdings ein wenig ins Hintertreffen, da er dort mit seinem Geiste fast immer abwesend war.
Das stimmt auch. Ununterbrochen grübelte er über seine Versuche nach, sodass er nie aufpasste. Bis er dann schließlich, als es allerdings höchste Zeit war, alles Versäumte nachzuholen, mit einem großartigen Anlauf durchs Ziel schoss. Das heißt, dass er an einer Privatschule, man müsste fast sagen, studierte und sein Abitur mit Glanz vor einer strengen staatlichen Kommission bestand. Nicht Privatschule, es war eine Abendschule, wo er dann ein Verhältnis mit seiner Lehrerin hatte. So zumindest Illobrand von Ludwigers Biografie. Dann kam der Krieg. Vorher gelangen ihm noch einige entscheidende Experimente, aufgrund deren er dann in ein zentrales Heereslaboratorium kam. Und dort geschah dann jenes schreckliche Unglück, das ihn beide Hände und zunächst das Augenlicht und das Gehör kostete. In den langen Schmerzenstagen und Nächten, die er verbringen musste, hat er sich nicht aufgegeben, sondern eine großartige geistige Leistung vollbracht, die mathematische Grundlegung zur Umwandlung des Lichtes in Kraft. Ihr werdet das heute noch kaum begreifen, nur so viel mögt ihr euch merken, dass die rein menschliche Bedeutung seines Verhaltens Vorbild im höchsten Sinne war. Denkt immer daran, der Geist ist mächtiger als der Leib, und wie ihr es an Dieter Eckhart seht, bedeutet das den Sieg über Leid und Not. So viel für das Erste. Also wie gesagt, die 12 Jungen, die der Physiklehrer hier adressiert, die gehen mit ihm dann an Bord des Raumschiffes. Natürlich geht alles Mögliche schief und sie bestehen dann auch halt ihre Abenteuer gemeinsam mit dem Meister Eckhart, möchte man sagen. Es fühlt sich ein bisschen, es ist sehr anachronistisch für die heutige Zeit. Es fühlt sich natürlich an wie so eine ganz vergangene Ära. Man fühlt sich so ein bisschen, ich sehe so ein bisschen Bilder von der Feuerzangenbowle vor mir, wenn ich das lese. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine, das ist eine große, runde, schwarze Raum. Also, das waren noch ganz andere Verhältnisse zwischen Lehrern als Autoritätspersonen und Schülern als strebsamen, na gut, es war auch nicht alles ideal, ja. Sie unverschämter Lümmel! Sie bodenloser Freckling! Machen Sie, dass Sie hinauskommen! Ich setze Sie vor die Tür! Ackermann! Holen Sie die Polizei! Lock rufen Sie die Feuerwehr! Aber es galten noch ganz andere Werte und Tugenden. Und ein Jugendbuch für vielleicht 15-Jährige würde heute wahrscheinlich alle möglichen sexuellen, sonst was Sachen enthalten. Und Pubertät war damals auch mit 15 noch nicht so das Thema, einfach kulturell und sogar biologisch teilweise. Also das Verhältnis, der Unterschied zwischen, das hierarchische Gefälle zwischen den Personen hier, zwischen Lehrern und Schülern war ein ganz anderes. Und dass ein Physiklehrer so also spricht, auf so eine inspirierende Art, war natürlich auch vor dem Hintergrund des bestandenen Krieges, Sieg über Leid und Not. Und es waren einfach andere Prioritäten damals. Also allein unter dem Gesichtspunkt ist es historisch interessant. Natürlich wäre heute das Geschlechterverhältnis bei 12 Jungen und einem Forscher extrem im Ungleichgewicht. Das würde sich niemand trauen zu veröffentlichen wahrscheinlich. Aber jetzt zur zweiten Szene. Die ist, wo sich schon alle an Bord sind. Und einer der Schüler fragt, bitte Herr Eckhart, seit wann haben Sie denn gearbeitet oder mit Versuchen angefangen? Will Bernd Brückner wissen. Als ich in deinem Alter war, mein Junge, das wird man heute gar nicht ernst nehmen, so eine Anrede, ja. Da sind meine Versuche in der Chemie schon recht ernsthafter Natur gewesen. Mein Vater, der ein sehr kritischer Mann ist, hatte sogar ziemliches Interesse für meine Gedanken. Das stimmt, sein Vater hat ihn ja sein Leben lang unterstützt. Trotzdem hatte ich mein kleines Laboratorium nicht daheim, sondern im Keller eines Hauses, das dem Vater meines Freundes gehörte. Also ich weiß nicht, warum er das nicht akkurat wiedergegeben hat, der Autor, oder ob er vielleicht sogar das gar nicht wusste. Es war schon bei dem Heims im Keller, das Laboratorium. Dort haben wir experimentiert und versucht. Wenn ich heute daran denke, wie oft es da ganz erheblich geknallt und gekracht hat, wenn wir unsere Mischungen zündeten, dann tun mir jetzt noch die armen Leute in den Nachbarhäusern leid. Oh, Herr Eckhart, das muss ja Knorke gewesen sein. Knorke, das habe ich meine Lieblings-AI auch noch gefragt. Das ist ein Jugendwort aus den 1920er Jahren. Das war in den 50ern, als der Jan Robin geschrieben hat, schon längst wieder out. Wahrscheinlich hat er es in seiner Jugend noch gekannt. Das ist dann, es war dann zwischendurch nochmal in der Mode, er wurde in den 60ern oder 70ern, dann wurde es aber durch cool abgelöst. Und also noch so ein lustiger Anachronismus. Übrigens, bevor ihr wieder Style-Kommentare macht, das Cabby ist nicht nur da, um cool zu sein. Das ist, erstens, ich konnte die letzten 2 Wochen konnte ich nicht zum Friseur gehen und habe es immer vergessen. Und dann sehen meine Haare einfach komisch aus. Und mein Hintergrundentferner tut sich wesentlich leichter, wenn ich hier eine glatte Fläche habe,
als wenn meine Haare da abstehen. Habe ich nicht so grüne Spitzen. So, und jetzt noch die letzte Passage zum Vorlesen. Er erzählt dann also wieder über seine Versuche, seinen Werdegang. Und die Schüler fragen dann den Meister Eckhart, und so kamen sie dann schließlich auf den Weg, der zum jetzigen Raumschiffantrieb führte. Oh nein, da kam erstmal der Krieg dazwischen. Ich wurde, wie schon erwähnt, in ein zentrales Heereslaboratorium abkommandiert und dort musste ich meine alten Beziehungen zur Chemie wieder aufnehmen. Was wollten denn die von ihnen haben, die Militärs? Interessanter Bruch, also Heim hat damals ja schon dahinter gestanden als junger Mann. Neue hochbrisante Sprengstoffe wollten sie und es gelang mir auch, solche zu entwickeln, wobei mir eben meine Studien in jungen Jahren zugute kamen. Seine Studien mit Termitsprengstoffen. Und dabei geschah dann das Unglück, meint Max und wird feuerrot, als ihm Nordmanns tadelnder Blick und leises Kopfschütteln trifft. Er stottert eiligst eine Entschuldigung wegen der taktlosen Frage. Eckhart wehrt lächelnd ab. Nein, Frage nur ruhig, mein Junge. Ich habe ja Fragen gewünscht und außerdem tun sie mir heute nicht mehr weh. An meine körperlichen Mängel habe ich mich gewöhnt und die Verwirklichung meiner alten Sehnsucht nach Weltraumschiffen und Fahrten entschädigt mich so reich, dass ich mich zur kleinen Schar der wirklich glücklichen Menschen zählen darf. In diesem Heereslaboratorium hatten sie damals so viel Pech. Pech und auch Glück, denn es war mir gelungen, die gewünschten Stoffe tatsächlich zu schaffen, bis sich die Natur im letzten Augenblick rächte und mir einen dicken Strich durch die eben aufgehende Rechnung zog. Hätte sich ausmalen können, was passiert wäre, wenn das Experiment geglückt wäre. Was dann was dann für technische Möglichkeiten für die deutsche Wehrmacht bestanden hätten. Glück, dass verschiedene Zufälle wie eine schützende Kette ineinandergriffen, sodass ich am Leben blieb und genesen konnte. Dank dieser wahrhaft seltsamen Schicksalsverkettungen konnte ich meine Theorie während der Zeit des Krankenlagers entwickeln. Das hat der, von dem ich das Buch habe, sogar unterstrichen. Das stimmt nicht ganz. Während des Krankenlagers hat er sich überlegt, wie er sich das Leben nehmen konnte. Das war später. Aber literarisch kann man sowas natürlich nicht schreiben für ein Jugendbuch. Das war ein kurzer Einblick in die Geschichte. Über den Autor, bei den Jen Robin, habe ich nichts gefunden. Der ist im Nebel der Autoren der literarischen Geschichte leider verschollen. Aber ich habe hier zwei besondere Schmankerl noch. Nämlich zwei persönliche Schreiben des Autors an Burkhard Heim und seine Frau. Ich sage nicht, woher ich die habe. Ich lese das erste davon jetzt vor. Das ist in so einem kleinen Briefumschlag adressiert, sogar mit so einem Stempel noch, Jen Robin aus Bruck in der Oberpfalz, an Diplomphysiker Burkhard Heim. Es ist ein kleines Gedicht, ist falsch, es reimt sich nicht, aber so eine kleine, ich weiß nicht, wie das Genre heißt. Das heißt auf jeden Fall Grenzüberschreiter. An vorgegebenen Grenzen leidend, zwingt unerbittlich eure Wissbegier zur Überschreitung. Lustvoll stürzt Erkennenswille sich in unbekannter Seinsbereiche, Sog und Strudel. Seinsbereiche, die noch im verbergenen Schatten ruhen und warten, dass der Grenzüberschreiter flammende Fackeln sie befreien und ins Lichte heben. Dem lieben Burkhard zum Geburtstag herzlichst, Jen. Das ist also das eine. Und das andere, das war, am Poststempel kann man, und den Briefmarken kann man irgendwie erkennen, den Poststempel kann man nicht mehr erkennen, aber die Briefmarken datieren von 1978 und 77, also wird irgendwann Ende der 70er Jahre gewesen sein. Und der Brief hier, der datiert vom 28.12.77 und ich lese nur den ersten Absatz vor, ist ein bisschen länger. Meine Lieben, immer noch zehre ich von den wunderschönen Tagen, die ich bei euch verleben durfte. Ich bin voller Anregungen aus den langen Gesprächen mit Burkhard hier wieder angekommen. Und die herrlichen Esssünden, für die ich dir, liebe Gerdi, ebenfalls danke, ich tue es im Namen meines Magens, und das mütterliche sich kümmern um den Gast. Das alles hat mir außerordentlich wohlgetan. Welch ein Unterschied zu der kalten, unpersönlichen Routine, mit welcher hier das Leben der Heimbewohner gesteuert wird. Meist ist es sogar Fernsteuerung. Nun, es lässt sich nur ertragen, weil ich eben von Zeit zu Zeit Tapetenwechsel haben kann, bei und dank euch. Also ich schließe aus dieser letzten Passage, dass der Jen Robin zu dem Zeitpunkt wohl vielleicht schon im Altersheim gelebt hat und
ab und zu also ein engerer Freund von den Himes war. Ich meine, er hat das ja in den 50ern geschrieben, das heißt, sie müssten sich lange gekannt haben, mindestens 20 Jahre. Und ja, dass er halt so ein Teil von Himes Privatleben war und das hat vielleicht auch so eine gewisse so ein historischer Einblick in, ja, in die Biografie, was ja sonst gar nicht dokumentiert ist. Und ich fand es also wirklich irre, dass es so ein Buch gab und dass Heim so jemand inspiriert hat. Er hat viele Menschen inspiriert und dass der Jen Robin ihm da tatsächlich ein Jugendbuch draus gemacht hat. Ich glaube, das hat ihm auch sehr gefallen. Also einen herzlichen Dank an Jen Robin, posthum für das Buch, das er geschrieben hat. Dank in die andere Welt. Und an euch herzlichen Dank für euer Interesse, euer Abo, eure Likes für 6 Dimensionen in Farbe.